Deshalb können die Worte Ja. von uns oder von anderen Lehrern einfach genommen werden und irgendwo eingesetzt werden. Und das ergibt dann für den Mind irgendwie so einen Sinn. Aber das, wo wir draus reden oder worüber wir reden oder versuchen eigentlich aufzuzeigen, kann eigentlich nur erkannt werden, wenn der Mind ruhig ist. Wenn so ein Loslassen passiert, wenn Loslassen von Konzepten passiert, weil um was zu verstehen, was außerhalb vom Mind ist, muss der Mind ruhig sein, still sein, offen. Und dann kann ein Verstehen kommen, was wie so nonverbal ist, also was kein Konzept ist. Und dieses non-konzeptuale Erwachen, das ist eigentlich das, worüber wir reden oder wo wir darauf hinweisen. Und das kann niemals innen verstanden werden. Ja? Und deshalb könnten wir verzweifeln, weil uns so wenig Menschen verstehen. Aber es liegt halt daran, dass es auch gar nicht geht. Ja, es hat nichts mit Wissen zu tun. Also der Mind kann eigentlich immer nur Wissen anhäufen. Und das, worüber wir reden, das ist kein Wissen. Also das ist jenseits vom Wissen. Das Wissen muss eigentlich losgelassen werden. Das ist vielleicht ein Erkennen, könnte man sagen. Aber Erkennen ist auch fast zu klein, das Wort. Also das ist noch mehr, also das so ein Erkennen, wo eigentlich das ganze System plötzlich merkt, ah, wow. Und man eigentlich merkt, oh, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also das ist wie so ein Erkennen, das auch über den Mind, könnte man sagen, hinausgeht. Also und das haben wir oft, also noch gar nicht erlebt. Also dass wir ja, manche Menschen erleben das schon, aber wir kriegen das sehr selten mit. Also das sind sehr seltene Momente, wo wir was erkennen, was über den Mind hinausgehen. Wir sind eher so gedrillt in dieses Wissen ansammeln. Und das Vergleichen halt von diesen Erfahrungen. Ne? Genau. Wenn wir so eine Erfahrung mal gemacht haben, wird die auch wieder so verglichen. Ja. Und das sind so die Stolpersteine, würde ich mal sagen, auf dem Weg des Erwachens. Weil wir müssen die eigentlich immer wieder loslassen, diese Erfahrungen, das Wissen darüber und uns wie so eigentlich öffnen. Und in unseren Retreats oder wenn wir mit Menschen das teilen, können so plötzliche Glimpses auftauchen, also plötzliche Erfahrungen von dem, und plötzlich ist ein Verstehen da, also wir erkennen das dann auch immer sofort und wir sehen das, plötzlich ist dieses Aufblitzen da und dieses, jetzt weiß ich, wovon ihr redet. Also auf das habt ihr immer gezeigt, also dieses tatsächliche Erkennen. Und man sieht richtig, dass derjenige jetzt außerhalb vom Mind was erkannt hat und das so wertvoll ist, sich da wie so reinzugeben in dieses Erkennen und nicht verstehen wollen. Und deshalb kann eigentlich, würde ich sagen, alles, was über den Mind hinausgeht, wie nicht verstanden werden. Man muss sich wie hingeben dem, also man muss wie sich öffnen. Und plötzlich ist so ein Erkennen da, von dem reden die, von da aus reden die und so. Ne? Und das kann eigentlich mit Worten immer nur so ein bisschen gespiegelt werden. Und Worte sind aber normalerweise halt dazu da, halt verstanden zu werden. Ne? Und bei uns sind aber die Worte sind eigentlich nur so Hinweise. Also wir zeigen auf was und es ist nicht das Wort, was richtig ist oder was wahr ist. Ne? Wir wollen eigentlich auf das zeigen, was über den Verstand hinausgeht und immer da ist. Was jetzt da ist, in diesem Moment. In diesem Moment ist eigentlich die Erlösung, die Erfüllung vom Leben, vom Sein da. Und das kann nicht konzeptual verstanden werden. Auch die Einheit, die kann wie so weitergegeben werden als Worte, aber die Einheit zu erkennen, geht noch übers Fühlen hinaus. Ja. Es geht übers Fühlen hinaus. Ne? Es ist plötzlich ein Erkennen da, wir sind eins. Und das
kann nicht verstanden werden. Das ist das Schöne. Ja. Ne? Es kann nicht darüber diskutiert werden. Über die Worte kann diskutiert werden, ne? Aber nicht über das Erkennen. Das ist eigentlich diese Befreiung. Also man geht wie drüber. Es kann einem nicht weggenommen werden. Das Erkennen von diesem Einssein kann einem nicht mehr weggenommen werden. Das ist das. Es braucht dieses direkte Erleben. Also wir müssen das wirklich erleben und erkennen. Oh ja, das stimmt. Und das geht viel tiefer als dieses Abzunicken, ah ja, wir sind alle eins. Ne? Das ist eigentlich wie so, das ist ja nur so klein. Wie soll da die Einheit reinpassen? Ne? Ja. Das ist ja so ein, ja, wir sind alle eins. Wir sind alle eins. Das ist viel größer. Das kann der Verstand überhaupt nicht erfassen, dieses Einssein. Aber irgendwas in uns kann das erleben und wahrnehmen. Und fühlen auch, aber es geht halt übers Fühlen auch noch hinaus. Und das ja, ist schön für jeden, der das erlebt und sich dafür öffnen kann. Ja. Deshalb ist es eine Botschaft, die der Mind oder der Verstand nicht so gerne hört. Also er würde es gern verstehen halt. Und ich habe auch das Gefühl, die Worte kann man verstehen, aber nicht das, worauf wir hinweisen. Da muss man wie eigentlich drüber hinaus schauen. Und wenn man das weiß, kann man vielleicht die Worte manchmal auch loslassen. Ja? Oder wie so auf dem Weg gehen und das auch verstehen, dass man nicht alles verstehen kann. Und trotzdem weitergehen und sich dem öffnen. Ja, und wir erleben das auch oft in unseren Retreats, dass wir wirklich ganz andere Worte benutzen oder die Worte, die wir so kennen mit Einssein oder Erleuchtung oder Erwachen, dass wir die wirklich wegmachen und ganz neue Worte erfinden. Und für jeden Menschen kommt plötzlich, wenn ein neues Wort kommt, ist manchmal die Chance da wie, ah wow, ach davon redet ihr. Ah ja, klar ist das dasselbe. Aber die Wörter, die sind so auswechselbar. Aber es gibt manchmal, dass so aus der Tiefe das Erkennen kommt und dann ist vielleicht ein ganz anderes Wort oder ein Gefühl oder irgendwas, wo das plötzlich auslöst und man kann das erfahren und ja, und es braucht gar nicht so ein Wort, ne? Oder ist ein neues Wort oder ja. Und viel wird das wie so als vielleicht Quatsch oder esoterischer Unsinn irgendwie abgetan. Alles, was über den Mind hinausgeht, ne? Also alles, was wie so drüber hinausgeht, weil es nicht verstanden werden kann, löst halt bei vielen Menschen auch sowas aus wie, ja, so ein Quatsch, das gibt's nicht oder so. Ne? Dabei ist es so Realität, dass wir das finden können, was tatsächlich in uns lebt, was hier draußen lebt. Es ist einfach für den Verstand nicht fassbar. Und wenn man noch nicht erlebt hat, dass man über den Verstand hinausgehen kann, ist es Quatsch. Für so jemanden ist das einfach tatsächlich auch wie noch nicht ready, diese Botschaft zu hören. Und das befreit irgendwie uns als Lehrer auch davon, Menschen überzeugen zu müssen davon oder zu können. Ne? Wir können Menschen nicht davon überzeugen. Wenn der Samen davon drin ist, also wenn diese Öffnung oder dieser innere Hunger oder die Sehnsucht danach da ist auch das Erkennen davon da oder kommt viel schneller. Es braucht so eine gewisse Reife. Und manche Menschen sind interessiert, was ist denn da? Was ist denn, wenn ich nicht denke? Oder wenn man merkt, dass das Denken ja auch so viel Leid verursacht oder so viele Endlosschlaufen und Endlosschleifen sich immer wiederholt, fängt man irgendwann an, danach zu suchen, gibt es denn noch was außerhalb vom Denken? Und das ist eine ganz neue Welt. Und diese Erfahrung zu machen davon, dazu laden wir immer wieder ein. Und dafür ist eigentlich diese Botschaft da. Es ist eigentlich immer nur diese Botschaft da, ja, es gibt was außerhalb vom
Denken ist. Es gibt was außerhalb vom Fühlen ist und trotzdem im Denken drin ist und im Fühlen drin ist. Es gibt was, wo das alles verbindet oder wo ein Einssein plötzlich zum Vorschein kommt. Und das zu hören, habe ich damals als Jugendlicher schon einfach mega schön gefunden. Was es gibt. Es gibt irgendwas, was tatsächlich über diesen normalen Alltag oder über das normale Leben hinausgeht. Über die normalen das war für mich wie so, so die Rettung, ja. ne? Die Rettung schlechthin. Ne? Ja. Und ja, deshalb, lasst euch nicht entmutigen, es ist nicht zu verstehen, aber wenn man sich dafür öffnet, und kommt doch, immer mehr das Erkennen. Genau, doch, es ist erlebbar und Ja. möglich. Tschüss.